Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ihr kennt ja bestimmt noch die Seite, die ich euch gezeigt habe, wo man die ganzen Avatare aus dem kompletten Game einmal zusammengefasst sich angucken konnte und es zu jedem Avatar auch eine kleine Background-Story gab, beziehungsweise zu dem jeweiligen Content Creator, ja, so ein paar Informationen gab. Das Ganze hat der gute Edi aufgefasst und zusammengefasst und euch mal auf der Seite gezeigt. Ja, wenn nicht, kann ich euch das Ganze auch noch mal kurz verlinken. Ne? Hier sind Unge dabei, ne? Alle Leute aus der Dauerschleife der Idole. Hier sind auch, hier bin ich auch irgendwann komme ich dann auch hier. Das ist meiner zum Beispiel. Ja, ich hatte hier schon mal das Format ein bisschen vorbereitet für gleich. Hier ist zum Beispiel, ich bin hier, ne, mit einem kleinen Text dazu. Und auf jeden Fall hat sich der gute Kollege die Mühe und Arbeit gemacht, ein Interview mit jedem der EU10 Avatar-Gewinner zu führen und da so ein bisschen die kleinen, so ein paar kleine Informationen zu erhaschen von den Spielern, deren Hergehensweise, was haben die sich dabei gedacht, wie sind die an die Sache rangegangen. Also so kurz ungefähr, was ich auch mit Universe so geführt habe, so ein kleines Interview, nur mit den Gewinnern halt nochmal, mit allen Gewinnern von EU10, finde ich sehr nice. Hatte mir auch sowas überlegt, in der Art und Weise zu machen, ist aber halt wirklich auch eine Menge Arbeit. Deswegen vielen lieben Dank, dass der Edi das hier macht und für uns wieder bereitstellt und ja, wir das hier auch in dem Video dann vortragen dürfen. Ich lasse euch mal im Hintergrund, wenn man es so ein bisschen erkennt, so einen kleinen Kampf mal von der Platz 1 Gilde laufen. Und das wird dann heute so eine kleine, so eine kleine Leserunde hier, eine kleine Lesestunde wird es heute werden hier. Wir werden mal die ganzen Interviews durchgehen. So, ich werde mal das Format so ein bisschen, dass man noch ein bisschen im Hintergrund sieht. Aber ja, ist eher zweitrangig, sag ich mal. Ne? Finde ich sehr interessant und da auf jeden Fall Grüße auch nochmal raus an der Stelle, dass er sich hier die Mühe gemacht hat. Wie gesagt, wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, dann werdet ihr das auf jeden Fall auch in den Kommentaren hier unten finden. Und im Rahmen der EU10 Avatar Challenge im März 2023 haben sich ein paar Gewinner und auch Verlierer für ein kleines Interview zur Verfügung gestellt. Viel Spaß damit und vielen Dank an die Befragten. Übrigens, ich habe mir die Seite mal nur so ein bisschen grob überflogen und dann wollte ich euch auf jeden Fall oder das mit euch zusammen mal vorlesen und mal gucken, was hier alles so drinne verfasst ist. Also ich weiß selbst noch nicht, was hier großartig die Leute geschrieben haben. Wer sich vorab über die Challenge informieren möchte, dem empfehle ich ein Dorzer-Video. Vielen lieben Dank, in dem der gute Mann alle kurz und bündig Revue passieren lässt und dazu noch einmal die letzten ultra heißen Minuten aus seinem Livestream-Mitschnitt präsentiert. Ey, vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Support, ja. Das hatte ich hier jetzt auch noch gar nicht gelesen gehabt. Deswegen echt Dankeschön auch auf jeden Fall für die Weiterverlinkung hier. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein, ne? In die Befragung. Wir fangen an mit Nick Nack, gewonnen als Magier. Hier werden natürlich auch noch die ganzen Bilder dann auch noch verlinkt, wenn es soweit ist. Werden wir auch, wenn die ganzen Bilder zur Verfügung stehen, werden wir auf die Seite nochmal zurückführen hier und dann nochmal uns alle Bilder gebündelt anschauen natürlich. Ne? Findet sich hier viel leichter, als wenn man jetzt die Ehrenhalle durchklickt. So, es ist einiges. Nick Nack lieferte sich innerhalb der Challenge einen harten Kampf mit den top-favorierten Spieler Universe. Dieser hatte im Vorfeld unter anderem auch über Dorzer seine Pläne auf EU10 kundgetan. Kurz vor Ende ging ihm dann wohl aber die Puste aus. In der Zielgeraden lag er schließlich 3 Level hinter Nick Nack. Darauf kündigte Universe offenbar beleidigt an, mit dem Spiel gänzlich aufzuhören. Ich habe aus hoffentlich verständlichen Gründen davon Abstand genommen, den Mann zu einem Interview zu bewegen. Damit zu Nick Nack, der kurz vor der Zielgeraden eine gut geplante Mini-Dungeon-Pause beendete und noch vor 10 Uhr morgens, Endpunkt der Challenge, tiefenentspannt zum Physiotherapeuten schlenderte, um sich die Anspannung der letzten Tage wegmassieren zu lassen. Wie immer auch sehr gut hier formuliert, das war auch bei den ganzen Avataren immer mit viel
Gag, sag ich mal, mit viel Spaß, also es macht Spaß zu lesen auf ihn. Also er kann gut schreiben, der Edi, muss man mal so sagen. Wie alt bist du und woher kommst du? Nicknack, ich komme aus Deutschland und bin 24 Jahre alt. Wie lange spielst du schon SF? Früher als Jugendlicher habe ich schon auf S18 gespielt, danach aber eine sehr lange Pause gemacht. Seit Ende 2020 spiele ich wieder aktiv Shakes and Fidget. Hattest du die Avatar-Challenge von Anfang an geplant? Da schrieb er hier, die Avatar-Challenge hatte ich eigentlich abgeschrieben, beziehungsweise gar nicht erst probiert, da mein Konkurrent wohl nach eigener Aussage 370k Pilze geladen hatte. Ich war deshalb auch nur Level 94 am ersten Wochenende. Dann lief aber alles sehr gut und so habe ich am zweiten Wochenende meine Chance genutzt. Ich hatte die Festung besser gespielt, 2% Lebensruhen, war ein Gladiator-Stufe höher und hatte ein höheres Gildenportal und einfach auch stärkere Base-Stats. Also habe ich einfach mal mein Glück versucht und die ganze Nacht von 22:30 Uhr Dungeons geballert. War ein teures Vergnügen, aber es hat sich gelohnt. Ich wusste, wenn ich die 0,05% Chancen legen würde, dass er da nicht hinterherkommt, da er nur 0,01 bis 2 in den Dungeons hatte und dieses zeittechnisch nicht aufgehen würde. Wo hattest du besonders viel Glück und was war richtig ätzend, vielleicht sogar speziell in deiner Charakterklasse? Was hättest du vielleicht anders machen können sollen? Besonders Glück hatte ich beim Würfelspieler, habe da einen 5er-Pasch Seelen bekommen, sonst wäre es nicht mit Gladiator 9 geworden. Besonders nervig war der Wirbelwind als Magier, da man da keine Prozente hat, an denen man sich langhangeln kann und jeder Krieger ein Blocker für einen ist, würde aber alles wieder genauso machen. Hätte ich aber vorher gewusst, dass ich Vorteile hätte ich nicht so geballert. Einen Kommentar zu Universe. Ach, das ist seine Privatsache, da will ich mich nicht einmischen. Ich war einfach besser. Smiley. Spielst du weiter auf EU10 und wird man dort deinen Avatar zu Gesicht bekommen? Werde auf EU10 bleiben. Ich spiele noch W52, W60, habe erstmal nicht vor, einen neuen Server zu starten. 3 Server auf gutem Niveau reichen mir zeittechnisch aus. Ich will auf allen 3 Servern den Avatar haben. Das ist ja ganz klar, kann sich ja natürlich jeder auf jedem Server die Avatare überspielen lassen. Der nächste, also wir machen heute ein bisschen Durchlauf, weil das sind wirklich 10 Leute und deswegen werden wir nicht allzu viel nochmal persönlich dazu sagen, beziehungsweise ich, sondern das halt vortragen hier einfach. Haben wir den Masked Man als Nekromanten. Nicht weniger spannend verlief das Dreier Kopf-an-Kopf-Rennen der Nekromanten, da der früher aufstrebende Vidi hatte seinen Gegner zunächst in seinen Windschatten gut unter Kontrolle, bis The Masked Man das Tempo erhöhte. Doch damit nicht genug, kam in den letzten Spielzügen auch noch der eher unbeachtete Lukas K. aus dem untoten Schatten. Bis kurz vor Schluss lagen alle dicht beieinander. Um 10 Uhr schlossen dann TMM, kenne ich jetzt nicht die Abkürzung. Und Lukas, achso, The Masked Man, okay, lol. 285 Level gleichzeitig ab. Vidi wurde mit 284 unfreiwillig Dritter. Aber wer darf bei Levelgleichheit am Ende auf Siegertreppchen? Fragen wir den Gewinner. Wie alt bist du? Woher kommst du? Masked Man, 28 Jahre aus Luxemburg. Wie lange spielt er schon? Seit 2012 mit einigen Pausen. Das sind immer, glaube ich, die gleichen Fragen. Hattest du die Avatar-Challenge von Anfang an geplant? Ich wollte schon länger einen Avatar und habe die Chance gesehen und genutzt. Ich wollte so oder so EU10 spielen mit eigener Gilde, aber die Avatar-Challenge hat die Ausgaben etwas erhöht, da ich neben meinem Anfangsbudget noch vom alten Chars, auf welchen noch Pilze waren, diese transferieren lassen habe. Das geht natürlich auch, ne? Wo hattest du besonders viel Glück und was war richtig ätzend, vielleicht sogar speziell in deiner Charakterklasse? Besonders Schwein hatte ich in den letzten 30 Minuten, als ich die Banshee Dungeon Etage 9 Schattenwelt gelegt habe, was mir den Free-Spiegel-Gegner öffnete und ich mir damit den Rang 1 holte. Ätzend war, dass ich als einziger der Top 3 Necromancer keine 15 HP-Ruhen hatte. Ja, ich hatte nur 8% und trotzdem habe ich mitgehalten. Das ist natürlich stark. Problem für den Necro sind die Dungeons. Die sind so random. Da legt man teilweise 0,10 Dungeons nach 5 Versuchen, aber dann braucht man 500 Tries bei 2,5 Krieger. Das ist halt das Manko beim
beim Negro. Was hättest du vielleicht anders machen können sollen? Ich hatte einen schlechten Wochenendstart und musste improvisieren, um die verlorene XP gut zu machen. Daher habe ich eine Pet-Habitat-Pause eingelegt. Nächstes Mal würde ich statt meiner Akademie zu boosten, all meine Ressourcen einsetzen, um die Edelsteinmine für Elevator-Ende höher zu bekommen, da die Akademie kaum einen Unterschied gemacht hat in der kleinen Zeitspanne von 10 Tagen. Das ist interessant. Der hat eine Pet-Habitat-Pause gemacht, ja. Ich hatte ja in meinen Videos erzählt, die Pets bringen ja mehr für, wenn sie auf höherer Stufe sind, so, ne, wenn man die legt, weil die halt nicht oder weil die levelabhängig sind im Vergleich zu den Dungeons. Das ist interessant für die Challenge. Muss man beim nächsten Mal auch noch mit beschreiben, auf jeden Fall. Beschreib mal die letzten spannenden Minuten und erklär uns, warum du und nicht Lukas gewonnen hat. Also ich hatte eigentlich schon um 7 Uhr morgens aufgegeben, aber die letzte Stunde vor 9 bis 10 Uhr dachte ich, ach, kack drauf, ich bin nur ein Dungeon hinterher, also eigentlich 2, aber da das Spiegelbild zu 100% fällt, war nur die Banshee davor zu legen. Also entschied ich mich 1 Stunde lang nur zu entern. Da ich um 10 Uhr arbeiten musste, war ich dann aber um 9:25 bis 45 auf dem Weg zur Arbeit. Als ich dann auf der Arbeit ankam, habe ich beim Jacke ausziehen einen Dungeon Try abspielen lassen und höre nur den Sound von besiegt. Dann schnell noch das Spiegelbild hinterher. Zombie, ein guter Kollege, hat mir via Messenger die Vergleiche reingesendet, sodass ich nicht ständig schauen musste. 10 Uhr letzter Checkpin, erster. Es ist nochmal krass, so ein bisschen die Sicht auch von den eigenen Spielern so mitzuerleben, wo die gerade zu dem Zeitpunkt der letzten Stunde quasi geblieben sind. So, ne? Das wird bei Andy auch nochmal interessant. Wir wissen ja auf jeden Fall schon einige, dass er mit einem Handy unterwegs war, deswegen heißt er jetzt typisch Handy. Genau. Spielst du weiter auf EO10 und wird man dort deinen Avatar sehen? EO10 spiele ich länger, ja, da ich da meine eigene Gilde Co-Founder habe. Ansonsten wird man den Avatar auf meinen Servern wiederfinden. Also, ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Wir beleuchten EO10 wirklich sehr krass, aber es ist halt auch wirklich, Real Talk, wirklich viel passiert auf dem Server hier, was man halt beleuchten müsste so und was es halt zu zeigen gibt. Deswegen ist schon ein cooler Server, den wir jetzt schon lange jetzt begleiten. Wir machen schon viel Content dazu, aber es gibt halt wirklich viel zu zeigen. Ein bisschen unspektakulärer, Annahme von außen betrachtet, verlief das Rennen bei den Kampfmagiern. Die dümpelten allesamt unterhalb der Top 30 herum und lange Zeit war gar nicht klar, ob da überhaupt einer gewillt war, das Rennen machen zu wollen. So bekam man das gar nicht mit, hatten wir aber ein bisschen verfolgt, dass sich hier ein ganzer Sack an Spielern bis aufs letzte Hemd bekämpften. Die größte Ausdauer bewies dann Daniel Clay, der am Ende mit einem recht deutlichen Vorsprung gewann. Wie alt bist du? Woher kommst du? Ich bin jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 25 und ein Spieler aus Deutschland. Er spielt schon wie lange? Ich kam zum ersten Kontakt SF 2011. Zu dem Zeitpunkt war S11 der neueste Server und ich habe auf S8 meinen ersten Char erstellt. Mit vielen langen Pausen bin ich seit letztem Jahr kurz vor dem EO4 Launch wieder im Game. Hattest du die Avatar-Challenge von Anfang an geplant? Geplant war die ganze Bildaktion auf jeden Fall nicht, aber als ich die Konkurrenz gesehen habe, musste ich die Chance nutzen und habe mein Budget mehr als vervierfacht. Wo hattest du besonders viel Glück? Was war richtig ätzend, speziell mit deiner Klasse? Kampfmagier ja auch wirklich nicht sehr gut in den Dungeons. Besonders viel Glück hatte ich zum Beispiel beim Drachen des Giftes. 7 Pilze bei einer 0,03%igen Chance. Oha. Ätzend waren ganz klar die letzten Dungeons im Endspurt, wo ich ohne Gnade die 0,10% Chancen rein musste. Als TH gut machbar, aber als BM ist das noch ein Bruch, da dort selbst die 1,5% Quoten teuer werden können. Die Konkurrenz war sehr stark, doch am Ende konnte ich mich durchsetzen. Ich denke, was mir den größten Vorteil verschafft hat, war tatsächlich der Gladiator 9, den ich ganz gezielt seit der Unterwelt gejagt habe. Stark. Spielst du weiter auf EO10? Ich werde ganz klar EO10 weiterspielen und das Bild auch dort nutzen. Mein Bild wird den BM in Ehren halten und deshalb wird es auch besonders auf dem BM angepasst. Sehr cool, freue ich mich drauf. Zudem muss ich auch sagen, dass ich normal weiter gespielt hätte, auch wenn ich das Bild nicht bekommen hätte. Ich habe bereits meine Konkurrenten kontaktiert und kann mit Freude verkünden, dass auch diese auf dem Server bestehen bleiben. GZ nochmal an der Stelle.
Plug and Play als Krieger hier als nächstes. Besonders entspannt verlief ein Triell, ja, das Wort gibt's wirklich, innerhalb der Kriegerklasse, die ja allgemein leider nur noch wenig Freunde findet. Ein eher gemächlicheres Battle zwischen der liebreizenden Freya und einem wortkastrierten Plug-and-Play, dazu gleich mehr, und einem spät ehrgeizigen Relaxo war dementsprechend alles, was es da zu sehen gab. Also Edi auch immer hier mit den Background-Infos am Start hier. Ne? Wie alt bist du? Ich bin der Dave, Dave 27 aus Deutschland. Wie lange spielst du schon? Seit 2 Jahren wieder, hatte davor immer mal wieder mit Pausen gespielt. Hattest du die Avatar-Challenge geplant? Ich wollte von Anfang an auf dem Server als Krieger starten, dann wurde das mit dem Profilbild veröffentlicht und dachte, da kann man nochmal mitmachen. Du nennst dich ja eigentlich stets But Plug and Play und hast auch auf EO10 mit den Namen gestartet. Dann verschwand da plötzlich das Hinter, Hust, ich meine Vorteil. Ich habe mich auch andernorts schon gefragt, wie Players Politik wohl verfährt, das ist geil geschrieben wieder, wenn in einer Challenge jemand mit einem kontroversen Namen auftritt. Auch wenn ich schon Schlimmeres gesehen habe als dein Nick, kam die Änderung von Playa. Genau, ich hatte als But Plug and Play auf dem Server diese Thematik angefangen, allerdings wurde der Name ohne mein Wissen geändert. Okay, ich vermute mal, das wollten sie nicht bei Instagram hochladen. Das ist auch mal eine sehr interessante Background-Information, ne? Wurdest du besonders viel Glück, was war ätzend, speziell mit deiner Klasse. Wo ich besonders viel Schwein hatte, kann ich gar nicht genau sagen. Als Krieger fühlen sich die Chancen generell einfach schlechter an als bei den anderen Klassen. Am schwersten, würde ich sagen, war der Giftdrache und der Vulkangeist, also die Sprünge am zweiten Tag auf Level 70 und 95, um die Schlüssel für den nächsten Dungeon zu finden. Was würdest du heute anders machen? Vielleicht hätte ich mich am zweiten Tag etwas zurückgehalten und wäre dafür am dritten mehr reingegangen. Allerdings war es auch ganz spannend zu sehen, was mit einem Krieger am zweiten Tag möglich ist. Ich muss sagen, ich glaube, als Krieger hatte ich wahrscheinlich die entspanntesten letzten Minuten und Freya, Feuerfee und Relaxo hatten mir schon geschrieben, dass sie mir das Bild überlassen. Der nächste Krieger war danach über 18 Level entfernt. So, spielst du weiter auf EO10? Ich habe vor, noch länger auf EO10 zu bleiben, da ich sowieso vorhatte, auf dem Server zu spielen, und natürlich werde ich auch hier mein Profilbild zeigen. So, Jungle Boy als Kundschafter als nächstes. Der kurzer Text hier. Bei den Kundis war eine regelrechte Bäumchen-Wechsel-Dich-Challenge zu beobachten. Jeder überholte jeden und anfangs gab es noch einen ganz ordentlichen Pulk an Kontrahenten. Jungle Boy, der schon zu Beginn immer mal wieder den ersten Platz belegte, bewies auch zum Schluss die nötige Ausdauer und ließ den Hauptkontrahenten Xalongs im Finale ordentlich Staub schlucken. Leider kam mit Jungle Boy aufgrund der Sprachbarriere kein ausschweifendes Interview zustande. Der 22-jährige Pole schämt sich offensichtlich für seine schlechten Englischkenntnisse. Den Avatar hatte er anfangs gar nicht im Fokus, dann wurde er jedoch von seiner Discord-Community dazu gedrängt mitzumachen. Und so biss er sich für seine Freunde durch die Challenge. Ich zitiere: "And I won it only because I pushed harder on the start, faster Arena Manager, faster 15% hit point. It's everything. Last minutes weren't stressful. I was 2 levels ahead. If I like this Avatar, I will show it." Annahme, Text von meiner Seite aus etwas aufgehübscht. So. Druide mit dem Mathe-Mann als nächstes hier. Auch in der Druidenklasse war von Action nicht besonders viel zu spüren. Abseits der fokussierten Battles levelte sich der Mathe-Mann souverän nach oben und war in den letzten Stunden überhaupt der einzige Druide in den Top-Rängen. Hauptkontrahent Plots hatte zum Schluss keine Chance mehr und gab entmutigt auf. Wie alt bist du? Woher kommst du? 23, männlich, deutsch, aber im Herzen Grieche. Wie lange spielst du SF schon? Von 2010 bis 11, auch schon lange am Start. Ne? Den ersten Char auf S1, März 2021 mit Freuden wieder auf W47 gestartet und dann mit neuen Bekanntschaften W53, dann EU5 und nur durch das Profilbild auch jetzt auf EU10.
Also hattest du die Avatar-Challenge von Anfang an geplant? Ich habe nur gestartet wegen dem Profilbild. So unterschiedlich ist das, ne? Manche hatten es gar nicht auf dem Schirm, manche haben genau deswegen gestartet. Vorher alle möglichen Discord-Server gescoutet, tryhard, wer welche Klasse spielt und was am möglichsten ist, ohne krasse Gegner. Geplantes Budget waren 100k, 99k hat es am Ende gekostet, war also gut geschätzt. Ja, so, typisch Mathe-Man, ne? Ja, wurdest am meisten Glück, was war ätzend, speziell mit deiner Klasse. Ich hatte am letzten Tag besonders Glück bei Motu mit dem Knüppel, 0,17%, 30 Pilze. Zum Vergleich hatte ich vorher für Düse den Panty Raider mit 0,4% knapp 2000 gebraucht, ne? So unterschiedlich auch. Besonders Probleme für einen Druiden sind halt Magier, ganz speziell im Wirbelwind. Wenn da einer liegt, sind danach alle Kundis und Mages free. Was hättest du vielleicht anders machen können sollen? Ich hätte im Nachhinein gerne früher gewusst, dass es auf EO10 ums Profilbild geht, da ich von Sonntag bis Freitagabend im Urlaub war und nur am Handy spielen konnte, dann hätte ich den verschoben. Krass, ne? Spielst weiter auf EO10? EO10 ist tatsächlich mein 6. aktiver Pilzer-Char und der 10. insgesamt auf meinem SF-Account. Ich denke, es wird vorerst der letzte gewesen sein für eine lange Zeit und werde den Avatar voraussichtlich auf alle Pilzer-Chars zeigen. Marshall als Berserker haben wir hier als nächstes. Bei den Berserkern, obwohl auch gut in den oberen Rängen vertreten, kristallisierte sich erstaunlicherweise nur wenige besonders ausdauernde Recken heraus. Lange Zeit und auch mit reichlichem Abstand zum Verfolgerpulk lief Echo und Eto eigentlich schon als klare Gewinner Richtung Zielgerade. Bei Level 280 gegen Challenge-Ende hatte die Konkurrenz größtenteils noch nicht einmal 270 erreicht. Ließ sich Echo zu früh auf seinen Lorbeeren nieder? Wenn ja, dann war es ein Fehler, der sich rächen sollte. Unangekündigt legte Marshall eine grandiose Aufholjagd hin, die sich sehen lassen konnte. In einem Affenzahn wie Bananenreste, sorry, der musste jetzt sein, levelte der Mann, was das Zeug hielt, überholte Echo und schloss das Finale mit 9 Leveln Vorsprung ab. Krasser Push, ne? Wie alt bist du? Woher kommst du? 24, Deutschland. Wie lange spielst du? Spiele Shakes and Fidget seit 2011. Das weiß ich noch, da ein Freund aus der Schule das Spiel gezeigt hat. Es gab aber Jahre, da habe ich Pausen gemacht. Das ist ein Klassiker auf jeden Fall. Bei jedem großen Update war ich immer mit dabei. Seit Europa-Server bin ich wieder sehr aktiv dabei. So, hat er die Avatar-Challenge geplant? Es war eher eine spontane Aktion. Ich habe mich eher für EO15 vorbereitet und als ich das mit der Challenge mitbekommen habe, wollte ich unbedingt mitmachen. Das war allerdings 2 Stunden vor Serverstart. Ich kenne ja von diversen Creators die Avatare und da wollte ich unbedingt auch selber einen haben. Ich habe erst mal 3600 Pilze gekauft zum Start und immer wieder Pilze gekauft, wenn ich welche benötigt habe. Am Ende der Challenge waren es so circa 94k. Wurdest du am meisten Glück? Ätzend. Klasse. Ich hatte einfach echt Glück, dass ich die Gilde Gem Miners gefunden habe. By the way, Shakes and Fidget Discord Forum einfach nur top. Kann ich nur jedem empfehlen. Und dass jeder in der Gilde am Pushen war. Ich hatte auch echt viel Glück beim Hütchenspieler. Habe einen 5er Pasch Seelen, auch hier tatsächlich ein bisschen Glück mit den Seelen, sodass ich den Gladiator auf 9 verbessern konnte und dadurch die Dungeons ganz einfach bezwungen war. Echt krass, ne, mit dem Gladiator, ne, dass da so ankommt drauf, ne? Mit den Paschwürfeln. Was besonders ätzend ewig gedauert hat, war es Sammelalben zu pushen. Mir selber hat das noch nie Spaß gemacht, ja, kenne ich. Aber das gehört halt zur SF dazu. Die Probleme der Berserker waren nur die Magier in den Dungeons. Durch den Nerf hat es schon ordentlich Pilze gekostet, diese zu bezwingen. Was hättest du anders machen können? Was ich anders anders gemacht hätte, wäre dann doch Jack zu besiegen und einen neuen Rekord aufzustellen, war mir aber dann die Pilze nicht wert. Ecos Niederlage dürfte vielleicht mit die derbste der gesamten Challenge gewesen sein, was er mir auch per Mail frustriert mitteilte. Ja, ich habe ihm kurz vor Ende der Challenge geschrieben, dass es ein echt guter Kampf war, aber leider hat er mir gar nicht geantwortet. Spielst du auf EO10 weiter?
Für mich wird EO10 einer meiner Hauptserver sein und daher werde ich dort aktiv weiterspielen, da er durch den Avatar mir für immer was Besonderes sein wird. Ich werde auf jeden Fall auf dem Server meinen Avatar zeigen und hoffe, das auf den anderen Servern auch machen zu können, auf jeden Fall. Für das Budget, was man bezahlt hat, ja, das ist kein Ding. Das geht auf jeden Fall klar. So, ich muss immer mal auf die Uhr schauen, weil ich auch gleich los muss hier. Raiden als Assassine haben wir als nächstes. Bei den Assassinen lief es nach einem anfänglichen Beschnüffeln einer überschaubaren Anzahl Ehrgeiziger auf ein klassisches Duell hinaus. Raiden hatte den anfangs recht starken Blood Fall Angel zum Schluss jedoch recht gut unter Kontrolle und war ihm stets eine Nasenlänge voraus. Am Ende stand es 279 zu 278. Sehr knapp, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, ich mache mal hier ganz kurz einen Cut. Ich muss nämlich jetzt los, aber danach machen wir sofort weiter und ja, lesen dann noch den Rest der Challenge hier, lesen die restlichen Charaktere noch vor. So, bis gleich. So, Freunde der leichten Unterhaltung, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar standen wir jetzt gerade hier bei Raiden und wir waren jetzt bei der Frage, das hatten wir schon durchgelesen: Wie alt bist du und woher kommst du? Ich bin 22 Jahre jung und Deutscher. Wie lange spielst du schon SF? Ich habe mit meinem ersten richtigen Char auf S30 angefangen. Ende 2013, aktuell Level 616 unter dem Namen Eostar. Hat man schon mal gehört auf jeden Fall. Hattest du die Avatar-Challenge von Anfang an geplant? Ich bin zuvor auf EU9 und seit sehr lange mal wieder auf einem neuen Server gestartet, seit W54 aber auch mit Pilzeinsatz, und wollte dann ursprünglich auf EU10 mit ein paar Leuten aus der EU9-Gilde ein Free-to-Play-Projekt machen. Da typisch Andy dann aber hier auf EU10 gestartet ist und Zombie mich gefragt hatte, ob ich nicht bei ihm mitspielen will, habe ich mich dann einen Tag vor Serverstart von EU10 doch spontan entschieden, mit Pilzeinsatz zu starten. Mein Startbudget waren 20.000 Mushrooms und ich wollte eigentlich recht entspannt spielen und nicht gezielt für den Avatar. Smiley. Da Tag 1 und 2 aber so gut liefen, Level 50 und 109, bin ich dann doch stärker reingegangen und habe dann natürlich auch mehr oder weniger dadurch entschieden, ich werde den Avatar mal versuchen. So. Wo hattest du besonders viel Glück? Was war richtig ätzend? Vielleicht sogar speziell mit deiner Klasse. Sehr viel Glück hatte ich wohl mit dem AM, beziehungsweise vom Glück dabei zu reden ist ja auch schwierig, aber den habe ich auf diesem Server durch die Erfahrung von EU9 sehr gut gespielt und konnte mir da im Vergleich zur Konkurrenz einen guten Vorsprung erspielen, der sich am finalen Tag dann auch entsprechend stark in den Dungeons prozentual wiedergegeben hat. Besonders ätzend war es zwischen Level 50 und 90, als man am zweiten Epic-Event spielen konnte und entsprechend viel in den Dungeons ging, jedoch der Schmied noch nicht freigeschalten war. Das kennt man auf jeden Fall, die Problematik. Und man somit viele Epics ohne Sockel gefunden hat, die man aber nicht nutzen konnte. Das ist auch verbunden mit dem größten Problem des Assassin, da man ja immer 2 Waffen benötigt und sogleich 2 Epic-Waffen mit Sockel gebraucht hat, um an den Mages vorbeizukommen, war der Pilzeinsatz immens. Für jedes Mal neu equippen, wenn man wieder vor einem Mage stand. Ebenso ein gewisser Nachteil war die schlechte Verwertung des Legendary des legendären Gems vom Elevator, da dieser bei Assassin ja nicht doppelt in der Waffe zählt und man somit vergleichsweise niedrige Stats im Vergleich zu allen anderen Klassen hatte. Ist ja so, dadurch, dass halt eben der Assassine 2 Steine hat, ne, kann aber halt eben nur einen nutzen, beziehungsweise kann 2 Steine haben, aber dann halt eben einen Legendary-Stein, der halt als einer zählt und dann noch einen anderen Stein. Im Vergleich zu den anderen zählt das halt in der Waffe doppelt so. Ne? Das war natürlich für die Avatar-Challenge unter den Assassinen hinfällig, da wir ja alle nicht davon profitieren konnten. Ne? Also für die Assassinen selbst hat es keinen Unterschied gemacht, für die Klasse an sich natürlich. Ne? Ach ja, falls das interessant ist, insgesamt habe ich über die 10 Tage 73.719 MP gehabt und dicke Props an typisch Andy, Neo Mo, die ganzen 10 Tage mit dem Grind waren. Was hättest du vielleicht anders machen können?
Das Einzige, was theoretisch was ich anders gemacht hätte, wäre die Vorbereitung auf den Serverstart. Einen Tag vor Serverstart sich dazu zu entscheiden, hat natürlich in Bezug auf Festungspartnerschaften etc. gewisse Nachteile gebracht, die ich aber Gott sei Dank alle rechtzeitig beheben konnte. Spielst du weiter auf EO10? Ich werde auf jeden Fall weiterspielen und das ist auch als Langzeitprojekt geplant gewesen. Der Assassin ist eine extrem coole Klasse, bin ohnehin ein großer Geschick-Klassenfan. Kundi ist der S30 Char EO9 Demon Hunter und hier Assassine. Ja, also nur Geschick. Und die möchte ich auch sehr gerne im Late Game weiter erleben. Den Avatar werde ich auf jeden Fall auf EO10 zeigen, sowie auch geplant auf den anderen aktiven Chars. GZ an der Stelle nochmal. Dann haben wir Halo als Baden hier. Halo konnte sich neben seiner ehrgeizigen Levelei obendrauf auch noch rühmen, die Ehrenhalle während des Wettkampfes immer wieder anzuführen. Auch im Kampf gegen die Klassenkonkurrenz gab es kaum Zweifel, dass er als Gewinner hervorgehen würde. Leider kam ein Interview mit ihm nicht zustande, was ich besonders schade finde. Gerade die Herausforderung eines Barden bei so einem Wettkampf interessiert mich doch sehr, da ich selbst noch nie einen Minnekämpfer bespielt habe. Also habe ich ersatzweise einfach Biohazard gefragt, der noch diesen Monat 45 Jahre jung wird und einen respektablen zweiten Platz in der Bahnklasse erreichen konnte. Spezielle Probleme bzw. Herausforderungen gab es eigentlich gar nicht wirklich. Interessant war nur festzustellen, dass es einfacher war, 0,02 Chancen im Dungeon wegzupilzen als 0,7. Ein wirkliches Duell mit Halo war es leider wirklich nicht. Vielmehr eine Aufholjagd, keine Ahnung, wie krank der eingezahlt hat. Aber ich hätte mir an der Stelle einen fairen Kampf gewünscht, wie zum Beispiel mit Kaknus Malsen in meiner Gilde. Das war ein faires Duell um den Platz auf Augenhöhe. Im Nachhinein muss ich sagen, sind mir aber auch einige Fehler unterlaufen, die mich letztendlich stark zurückgeworfen haben. Aber so ist das leider nun mal. Einen großen Dank möchte ich an der Stelle mal für Tuny und Mozon aussprechen, die mit ihren Streams und Videos einen großen Beitrag geleistet haben. Ohne den ich wohl nicht dastehen würde, wo ich jetzt stehe. Mit den beiden habt ihr echt starke Jungs on board. Grüße, Biohazard. Anmerkung, um Missverständnissen vorzubeugen, ich gehöre nicht ansatzweise zur Creator Crew und in der Hardcore-Szene habe ich auch allenfalls gerade mal einen Fuß in der Tür und mit meinen ungesockelten Deichmann-Latschen für 25 € dürfte sich daran wohl auch nicht viel ändern. Natürlich aus der Sicht von Edi geschrieben hier. So, und jetzt kommen wir hier zum typisch Andy, zum letzten, gewonnen als Demon Hunter, auch als Level höchster die Challenge beendet genau, ja, so machen wir mal weiter. Das Beste zum Schluss, was die meisten, die live mit dabei waren, wohl mit größter Spannung verfolgten, war das Battle der Dämonenjäger, die momentan wohl ohne Frage stärkste Early-Game-Klasse fiel wie erwartet Heuschrecken gleich über den armen Server her und fraß sich gierig durch die Ehrenhalle nach oben. Einen kurzen Abriss kann ich da gar nicht liefern. Viele Spieler, viele Duelle, Trielle und noch mehr bestimmten den Ablauf der ersten Spieltage. Eine Dame namens Mirama schien sich dann allmählich durchzusetzen, bis plötzlich und ohne Vorwarnung The One and Only Black Sheep of SF genannt Turor aus der Versenkung auftauchte und mit geballter Bitcoin-Kraft alle anderen über seine Vorherrschaft auf EO10 zu belehren versuchte. Das war so geil geschrieben, ne? Seinen unnatürlich ansteigenden Level-Progress verdankte der Pole jedoch anscheinend illegalen Mitteln und Wegen. An der Spitze der Ehrenhalle angekommen, traf ihn der Schlagknüppel der Playa-Polizei, permanente Sperre. Typisch Andy, der sich zu der Zeit bereits im harten Zweikampf mit ihm befand, übernahm damit die Führung. Ernsthafte Konkurrenz war daraufhin eigentlich nicht mehr in Sicht. Doch wie bei den Berserkern, so pushte sich auch hier ein Recke namens Yukaga aus dem Hinterfeld mit aller Gewalt nach vorne. In den letzten Minuten standen sich die beiden letzten Kontrahenten mit Level 293 Level gleich gegenüber. Die Spannung war schier unerträglich und die Luft in der Ehrenhalle knisterte. Yukaga zeigte gar per Stream seine verzweifelten Versuche im letzten Dungeon, der einfach nicht fallen wollte, bis tatsächlich Punkt 10 Uhr
Andys Counter auf 294 sprang. Ein Wahnsinnsbattle. Nach einer verdienten Ruhepause erkundigte ich mich vorsichtig, ob der Adrenalinspiegel wieder im Normalbereich läge. Zunächst Andy. Wie alt bist du? Woher kommst du? Ich heiße Andy, welch Wunder, bin deutsch und wurde 2 Tage nach EU10-Start 26 Jahre jung. Nachträgliche Glückwünsche an der Stelle. Wie lange spielst du schon SF? Ich kenne das Game wirklich schon sehr lange, ähnlich wie bei vielen. Man kannte das Game, hat es irgendwie gedaddelt mit seinen Leuten früher, dann ewig Pause, bis man wieder voll drin war. Der absolute Klassiker. Hattest du die Avatar-Challenge geplant? Als das mit dem Avatar bekannt gegeben wurde, wurde man schon etwas neugierig. Ich hatte 136k Pilze am Anfang drauf. Natürlich habe ich dann richtig Gas gegeben. Dass ich gute Chancen für das Bild haben werde, dachte ich mir. Die Pilze stimmten und so ein bisschen Wissen habe ich auch von dem Game. Womit ich nicht gerechnet hätte, war, dass ich tatsächlich den Jan-Rekord knack. Das war auch der härteste Gegner. Das kam recht spontan. Das hatte ich vorher nicht geplant. Wo liegt bei einem DH bei so einer Challenge das Hauptproblem, wenn es überhaupt welches gibt? Die Klasse war ja aufgrund der momentanen Vorteile über alle Maßen auf dem Server am Start. Würdest du sagen, dass der Demon Hunter die derzeit beste Klasse für Fix and Progress sind? Vielleicht sogar etwas OP? Richtige Probleme gibt es eigentlich nicht. Magier sind hart, da muss man viel umrüsten etc. Aber alles nach einem Match ging natürlich immer mit genug Pilzen. DH ist definitiv die beste und günstigste Klasse für schnellen Progress. Bin der Meinung, man sollte den auch wieder etwas nerven. Interessant. Am Ende schob sich Yukaga dann plötzlich noch energisch ins Rampenlicht. War das für dich ein Anlass zur Nervosität? Bei Dorza konnte man Yukagas verzweifelten Kampf live verfolgen, während du ihn in letzter Minute den entscheidenden Level vor den Latz knalltest. Wie war das genau? Yukaga hatte die ganze Nacht durchgeballert mit recht niedrigen Chancen. Rein von den Stats her im Vergleich zu mir dachte wohl jeder, er wäre besser dran. Sein letzter Dungeon hatte 0,02%, wo er ewig reingepilzt hatte. Bei mir hingegen hatte dieser Dungeon schon 0,12%, schon ein kleiner Unterschied. Bessere Runen, bessere Portale. Und last second habe ich noch den Dungeon danach gelegt, wodurch ich einen ganzen Level Vorsprung hatte. Ich schätze mal, dass genau 10 Uhr mein letzter Dungeon lag. Er wurde leider nicht gespeichert. Mich hätte da die Uhrzeit schon sehr interessiert, ob es 9:59 Uhr oder 10 Uhr war. Also es war wirklich, wirklich kurz danach oder halt direkt um 10. Hab den Versuch eben ausklingen lassen, weil es vorbei war und dann kam plötzlich das Level up. Spielst du weiter auf EU10? Sollte ich den Server noch spielen bis dahin, lasse ich mir natürlich auch dort das Bild setzen. Yukaga zeigte sich als fairer Verlierer und schilderte das Geschehen bereitwillig aus seiner Sicht. Auch interessant nochmal, hier Yukaga auch nochmal zu interviewen, finde ich sehr gut. Wie alt bist du? Woher kommst du? Jo, moin, bin der Benny, frische 25 geworden und komme aus Nordrhein-Westfalen, also Deutschland natürlich. Wie lange spielst du schon? Ich kam das erste Mal in der 6. Klasse mit SF in Kontakt. Das sind alle so in der Schulzeit, ne? Wirklich krass. Ist also gute 12, 13 Jahre her. Durch meinen heutigen immer noch besten Kollegen Dennis. Grüße gehen raus an der Stelle. Und bevor ich es vergesse, war unser allererster Server auf S17. Wir haben danach immer mal nebenbei auf einen neuen Server angefangen, aber leider nie richtig durchgezogen. Bis dann W60 kam. Den spiele ich bis heute noch, da ich dort aber gerade in der Dungeon-Pause bin, habe ich mit EU10 angefangen, weil es sonst relativ langweilig gewesen wäre. Hast du die Avatar-Challenge von Anfang an geplant? Ich dachte mir, einen personalisierten Avatar zu bekommen, wäre schon echt der Hammer, aber ich habe am Anfang relativ schnell die Hoffnung verloren, weil ich gesehen habe, dass Tura und Andy den Demon Hunter ebenfalls spielen. Das ist natürlich krass, ne? Ich bin am Anfang dann eher entspannt reingegangen. Und dann, da kam auf einmal der Gamechanger mit dem Turor-Bann. Habe weiter und weiter relativ entspannt gespielt bis zum letzten Tag, wo ich dann einfach einen Just-for-Fun-Stream angemacht habe mit meinem Kollegen. Da ist aber echt viel passiert an Dungeons und ich kam endlich die letzten Level hoch, die ich hinten war. Ich habe zum Beispiel die Dungeon-Bremsen, die Magier in der Schattenwelt gelegt und dann ging es ab. Ja,
Es kamen immer und immer mehr Leute dazu, die mich motiviert haben, egal ob Twitch, auf WhatsApp oder im Gildenchat. Und dann dachte ich mir, komm, ich ärgere mal den Andy. Aus dem Ärgern wurde es dann aber auf einmal ein Hardcore-Push an XP und Andy war noch am Schlafen. Also über Nacht, ne, alles passiert. Das musste ich ausnutzen und habe die ganze Nacht über 10 Stunden Dungeons gepusht. Krass. Dann war es soweit, Andy wurde wach und ich war zu dem Zeitpunkt circa 8 Level vor ihm. Das hatte ich zum Beispiel auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich kam ja auch aus der Nachtschicht da gerade, also war da arbeiten zu dem Zeitpunkt. Es ging bis zum Ende richtig ab. Ich dachte mir dann, alles oder nichts und habe wieder und wieder Pilze aufgeladen. Es ist am Ende dann leider an einem Dungeon gescheitert und ich war ein bisschen gebrochen, aber so dankbar, dass mich so viele Leute unterstützt haben. Und das finde ich sogar geiler, als den Avatar zu bekommen. Also ein ganz fairer Sportsmann an der Stelle. Danke an Nicknack, Graf Zahl, dein Nachbar, Dorza, ey, cool. Und alle anderen, die dabei waren. Sehr schön, ja, ich bedanke mich. Schöne Grüße auf jeden Fall zurück. Es war sehr, sehr spannend auf jeden Fall mitzuverfolgen. Und hat ja echt für sehr, sehr gute Unterhaltung gesorgt, das kann man mal so sagen. Deswegen war auf jeden Fall sehr cool, dass du es auch gestreamt hast an der Stelle. Dadurch hat man halt wirklich nochmal einen Einblick bekommen, wie knapp das eigentlich das Ganze war. Die kleine Fragerunde zeigt auf, was ich persönlich wissen wollte und weswegen ich das Ganze überhaupt veranstaltet habe. Hinter den Gewinnern stecken keine neureichen Ego-Schnösel, sondern nette Gamer, die einfach Spaß am Spiel haben und das lässt sich dann auch zu 99,9%, Ausnahmen bestätigen die Regel, auf alle SF-Suchtis übertragen, vom kleinen Gelegenheitspilzer, der hier freudig mitfieberte, bis zu den Content-Profis, die sich wie Tuni oder Zombie respektvoll zurückhielten, um den frisch gebackenen Anwärtern auch ihre Chancen zu lassen. Shakes & Fidget hat eine grandiose, länderübergreifende Community, die sich mit kaum einer anderen vergleichen lässt. Schöne Worte jetzt zum Schluss nochmal. Nur deshalb konnte sich ein doch recht simples Point-and-Click-Spielchen über so viele Jahre halten. Ich danke fürs Reinschauen, euer Edi. Also sehr cool gemacht, muss man mal wirklich so sagen an der Stelle hier. Grüße nochmal an Edi, dass er sich hier die Arbeit aufgehalst hat und das Ganze hier auch nochmal mit eingebaut hat in seine schon sehr coole Avatar-Seite, muss man mal so sagen. Wie gesagt, schaut da sehr, sehr gerne mal auf der Seite vorbei, findet ihr alles in der Beschreibung verlinkt. Ne, ich habe hier wirklich alle Avatare aus dem Game, so die bekannt sind, sag ich mal, die man irgendwo schon mal gesehen hat und deswegen gönnt euch das, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt auf dem Klo oder so, könnt ihr euch das sehr gerne mal immer nebenbei durchlesen. Ist wirklich sehr cool zu sehen und wie gesagt, zu jedem Creator oder zu jedem Avatar gibt es eine bestimmte Story noch dazu und deswegen ist das schon echt cool, mal so ein bisschen Background-Infos zu den ganzen Profilbilderchen hier zu bekommen. Ja, Tura hat hier einen ganz langen Absatz. Wie gesagt, der ist halt schon öfter mal in der Vergangenheit aufgefallen. Und ja, deswegen guckt auf jeden Fall mal vorbei. Vielen lieben Dank an Edi, der das hier gemacht hat. Und ja, danke auch fürs Zuschauen natürlich an euch. Ne? Ich muss hier auch nochmal, die Seite wird auch übrigens immer nochmal neu erweitert. Ne? Also wenn hier neue Leute dazukommen, dann wird die Seite hier auch stetig erweitert. Hier ist zum Beispiel der El Chefe, da habe ich noch gar nicht reingeschaut, was da so steht, alles drin. Und deswegen, ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Langes Video. Ist jetzt wirklich fast eine Lesestunde geworden. Ja, zwischendurch war ich jetzt noch arbeiten. Vielleicht habt ihr es unten an der Zeit gesehen, war ein leichter Unterschied. Und deswegen wird es jetzt für mich auch Zeit, das Video jetzt zu bearbeiten, hochzuladen und dann nachher auch so langsam ins Bettchen. Ne? Alles klar, Leute, vielen Dank für alles. Ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.